Hallo und willkommen zurück bei Funkelfaden. Heute möchte ich dir zeigen, wie du ganz schnell und einfach einen Sommerhut nähen kannst. Dieser Sommerhut ist für einen Kopfumfang von 56 cm gedacht, eine klassische Größe für Damen oder größere Kinder. Der Sommerhut ist super einfach und schnell zu nähen und ich habe ein kostenloses Schnittmuster zum Ausdrucken für dich. Den genähten Hut kannst du dann wenden, das heißt, du kannst ihn sogar beidseitig tragen. An Material zum Nähen des Sommerhutes benötigst du 2 verschiedene Stoffe, außerdem je nach Stärke deiner Stoffe optional auch noch Flieseline zum Aufbügeln. Die Materialliste findest du wie immer auch nochmal in der Infobox. An zusätzlichem Werkzeug benötigst du natürlich deine Nähmaschine, außerdem Stecknadeln oder Stoffklammern sowie eine Schere und wenn du mit Bügelflieseline arbeitest, auch ein Bügeleisen. Das Gratis-Schnittmuster zum Sommerhut nähen kannst du auf funkelfaden.de hier ausdrucken. Das Schnittmuster besteht aus 3 Teilen und kann ganz problemlos mit einem DIN A4-Drucker ausgedruckt werden. Die Nahtzugabe ist im Schnittmuster bereits enthalten und beträgt 1 cm. Als Stoff zum Sommerhut nähen eignen sich jegliche nicht dehnbaren Stoffe, zum Beispiel Baumwollwebware, Canvas, Jeans oder ähnliches. Du benötigst zum Nähen eines Sommerhutes 2 verschiedene Stoffe. Einen Stoff als Außenstoff und einen Stoff als Futterstoff. Da man den Hut wenden kann, kannst du hier auch 2 gleichartige Stoffe verwenden. Wenn du 2 leichtere Stoffe verwendest, kannst du zusätzlich auch noch Flieseline zum Aufbügeln verwenden, um deinen Sommerhut etwas mehr zu stabilisieren und ihm dann auch etwas mehr Form zu verleihen. Als erstes schneidest du dein Papierschnittmuster aus. Achte darauf, dass du beim Drucken auf 100% ausdruckst, also in Originalgröße. Das Papierschnittmuster besteht aus 3 Schnittteilen, der Hutkrempe, dem Kreis und dem Mittelteil. Den Kreis schneidest du einmal aus Futterstoff und einmal aus Außenstoff aus. Außerdem werden 4-mal die Hutkrempe aus Außenstoff und 4-mal die Hutkrempe aus Futterstoff ausgeschnitten. Auch das Mittelteil wird 4-mal aus Futterstoff und 4-mal aus Außenstoff zugeschnitten. Optional, wenn du deinen Hut verstärken möchtest, kannst du aus Flieseline auch noch einmal den Kreis, 4-mal die Hutkrempe und 4-mal das Mittelteil zuschneiden. Wir schneiden hier bei doppelter Stofflage die Hutkrempe und Mittelteil je 2-mal aus, sodass wir 4 Teile haben. Wenn du mit leichten Stoffen arbeitest, bügelst du auf die Rückseite deines Innenstoffes ein Bügelvlies auf. Hierdurch erhält dein Sommerhut dann deutlich mehr Stabilität. Als erstes wird das Mittelteil genäht. Dabei nähen wir aus dem Außen- und dem Futterstoff jeweils immer die gleichen Schritte. Zuerst werden also 2 Mittelteile des Futterstoffes rechts auf rechts, also mit der schönen Seite nach innen aufeinander gelegt und an einer der kurzen Seiten zusammengesteckt. Das machen wir jetzt auch mit den anderen Stoffteilen. Jeweils 2 gleichfarbige Mittelteile werden rechts auf rechts zusammengelegt und an einer Seite zusammengesteckt. An dieser Seite werden die Teile nun mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammengenäht. Jeweils 2 Teile sind jetzt zu einem Streifen zusammengenäht. Jetzt haben wir 4 Streifen, 2 Streifen aus Außenstoff und 2 Streifen aus Futterstoff. Nun legen wir diese beiden Streifen rechts aufeinander, sodass sie genau aufeinander passen. Achte also darauf, dass jeweils die längere und die kürzere Seite übereinander liegen. Diese Teile werden an den schmalen Seiten zusammengesteckt und zusammengenäht. Auch hier haben wir eine Nahtzugabe von 1 cm.
Das machen wir jetzt natürlich mit dem Futterstoff und mit dem Außenstoff. Jetzt haben wir 2 Stoffringe, die später das Mittelteil des Sommerhutes bilden. Als nächstes nähen wir die Hutkrempe. Auch die 4 Teile der Hutkrempe werden jeweils paarweise rechts auf rechts zusammengelegt und an einer Seite zusammengesteckt. Mit einer Nahtzugabe von 1 cm werden sie zusammengenäht. Dadurch entstehen 2 Halbringe. Nun werden diese beiden Halbringe rechts auf rechts zusammengelegt und an der schmalen Seite gesteckt. Diese Teile werden ebenfalls mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammengenäht. Unsere beiden Hutkrempen sind nun schon fast fertig. Entstanden sind 2 Ringe. Einmal hier der blaue Ring aus Futterstoff und einmal der bunte aus unserem Außenstoff. Jetzt werden wir die Nahtzugabe beschneiden. Sowohl beim Mittelteil als auch bei den Ringen der Hutkrempe werden schräg die Ecken der Nahtzugabe beschnitten. Dies dient dazu, dass man beim Zusammennähen später nicht zu viel Stoff an den Nahtübergängen hat, was zu einem unschönen Effekt führen würde. Also einfach einmal hier die Ecken abschneiden. Dann wird die Nahtzugabe ausgebügelt. Das heißt, wir gehen mit dem Bügeleisen hier in der Mitte zwischen den beiden Nähten entlang und bügeln die Nahtzugabe flach. Das machen wir mit allen Nähten des Mittelteils. Jetzt nähen wir den Kreis an den oberen Ring vom Mittelteil. Dazu hast du auf dem Schnittmuster 4 Knipse am Rand eingezeichnet. Markiere dir diese Knipse mit Nadeln. Stecke nun den Ring mit der kürzeren Seite rechts auf den Kreis. Die 4 Nähte des Rings liegen dabei genau auf den Knipsen des Kreises. Durch diese Viertelmarkierung ist es ganz einfach, den Kreis an den Ring zu stecken. Nähe den Ring nun mit einer Nahtzugabe von 1 cm an den Kreis. Nachdem du das mit dem Außenstoff gemacht hast, wiederholst du das gleiche mit dem Futterstoff. Danach wird auch hier wieder die Nahtzugabe beschnitten. Dazu kürzt du die Nahtzugabe mit der Schere einmal rundherum. Nach dem Beschneiden der Nahtzugabe wendest du dann den Innenhut und rollst die Naht ordentlich mit den Fingern aus. Wenn du magst, kannst du die Naht auch noch ein bisschen in Form bügeln.
Jetzt wird die Hutkrempe vom Sonnenhut zusammengenäht. Dazu legen wir beide Hutkrempen rechts auf rechts aufeinander. Das heißt, die schöne Stoffseite ist innen. Außerdem achten wir darauf, dass die Nähte übereinander liegen. Die Hutkrempen werden von außen zusammengesteckt und mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammengenäht. Beide Ringe der Hutkrempen sind nun zusammengenäht. Die Nahtzugabe wird auch hier auf 0,5 cm gekürzt. Nun kannst du die Hutkrempe wenden und mit den Fingern ordentlich ausrollen. Danach kann die Hutkrempe gebügelt und abgesteppt werden. Das heißt, rundherum wird in einem gleichmäßigen Abstand am Rand noch einmal entlang genäht. Auch an der Innenlinie, also im mittleren Innenkreis, wird noch einmal komplett herumgenäht. Dies ist eine Hilfsnaht, damit sich der Stoff später nicht verzieht. Dazu streichst du die Stoffe glatt zur Mitte hin aus, steckst den Innenkreis ordentlich aufeinander und nähst die Innenkreisnaht im Abstand von 0,5 cm zum Rand. Der obere Teil vom Hut aus dem Außenstoff wird nun auf die Hutkrempe gesteckt. Dabei liegt der Außenstoff auf dem Außenstoff und wird dort festgesteckt. Die 4 Nähte liegen jeweils übereinander. Jetzt können Hutkrempe und Außenhut mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammengenäht werden. Als letztes Teil muss jetzt noch das Hutteil aus dem Futterstoff angenäht werden. Lege dir das Hutfutter mit der rechten Seite nach innen und der Öffnung nach oben neben deinen Hut. Nun stopfst du den bisher genähten Hut in dein Hutfutter. Die Stoffseite vom Futter der Hutkrempe liegt auf dem Stoff des Innenteils vom Futter. Die Nähte liegen jeweils übereinander. Die 4 Nähte vom Hutfutterteil liegen auf den Nähten der Hutkrempe ebenfalls aus dem Futterstoff. Die beiden Teile werden mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammengenäht. Dabei lassen wir eine Wendeöffnung von 10 cm. Nach dem Nähen wird die Nahtzugabe gekürzt. Der Hut wird nun durch die Wendeöffnung gewendet. Zum Schluss wird die Wendeöffnung zusammengesteckt, sodass die offenen Stoffenden nach innen zeigen und die Naht wird per Hand mit dem Matratzenstich und Nadel und Faden geschlossen. Und schon ist dein Sommerhut fertig. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Hut mit einer größeren oder kleineren Krempe nähen möchtest, kannst du ganz einfach das Schnittteil für die Hutkrempe am äußeren Rand etwas vergrößern oder verkleinern. So kannst du dann ganz individuell deine Hutkrempe gestalten. Ich hoffe, dir hat die Nähanleitung zum Sommerhutnähen gefallen und du bist gut damit zurechtgekommen. Wenn du ein Schnittmuster für einen größeren oder kleineren Hut benötigst, hinterlass mir doch
gerne einen Kommentar, auch wenn es irgendwo Schwierigkeiten beim Nähen gab. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du dem Kanal folgst und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!